a layer of water or ice above the atmosphere. Und das war eine Schicht aus Wasser oder Eis über der Atmosphäre. This layer of water or ice would block ultraviolet light. Und diese Eisschicht würde das ultraviolette Licht abschirmen. It would also increase air pressure. Und es würde auch den Luftdruck erhöhen. Things would be very different. Und die Dinge auf der Erde wären sehr unterschiedlich zu heute. That covering of water is gone. Und diese Wasserdecke oder diese Wasserhülle ist weg. It all fell down at the time of the flood. Und es fiel alles herunter bei der Flut. There was water above the earth and water under the crust of the earth. Es war Wasser über der Erde und Wasser unter der Erdkruste. In Psalm 24, it says, "The earth is the Lord's. He founded it upon the seas and established it upon the floods." Im Psalm 24 heißt es, die Erde ist gegründet über den Meeren und über Strömen hat er sie festgestellt. Psalm 136 says, "He stretched out the earth above the waters." Und im Psalm 136, Gott breitete die Erde aus über den Wassern. There was water under the crust of the earth. Es gab Wasser unter der Erdkruste. That is now gone. Das ist jetzt weg. It is on top. Es ist jetzt oben. It came shooting to the top when the fountains of the deep broke open. Und es schoss durch die Erdkruste hindurch, als die Quellen der Tiefe geöffnet wurden. Most of the water for the flood came from inside the earth, not from rain. Und das meiste der Flutwasser kam aus dem Innern der Erde, nicht von oben. I think we still have the scars today where this happened. Und ich glaube, wir haben heute noch auf der Erde die Narben, an denen das Wasser herausbrach. They are called fault lines. Und sie werden, wie heißt das auf Deutsch? Fault Es lines? werden Gräben genannt. Gräben. And these plates are still moving. Und diese Platten bewegen sich immer noch. That does not prove the Pangea theory. Aber das beweist nicht die Pangäa-Theorie. We talked about that in the last session. Aber darüber werden wir in der letzten Lektion sprechen. We have much more on that in video number 6. Und im Video Nummer 6 wird noch mehr darüber berichtet. The canopy of water above the atmosphere would make the earth like a big greenhouse. Die Wasserhülle über der Atmosphäre verwandelt die Erde in ein Treibhaus. How many know what a greenhouse is? Und wie viele von euch wissen, was ein Treibhaus ist? They have all glass walls. Die Treibhäuser haben Glaswände. If you live in a greenhouse, you should dress in the basement. Wenn du in einem Treibhaus lebst, dann solltest du dich unten anziehen. Habe ich das gekriegt jetzt? Im Keller, genau. Ja. Scientists are still finding water in space between the stars. Und Wissenschaftler finden in dem Zwischenraum, im Universum zwischen den Sternen Wasser. Scientists have a new theory that says a lack of oxygen killed the dinosaurs. Und die Wissenschaftler haben eine neue Theorie. Nicht Asteroiden, sondern Sauerstoffmangel tötete die Dinosaurier. A lack of oxygen. Oh, Sauerstoffmangel. Why would they say that? Warum sagen sie das? They discovered two problems with dinosaurs. Sie haben zwei Probleme mit Dinosauriern bemerkt. Their lungs are too small, Ihre Lungen sind zu klein and their nostrils are too small. und ihre Nasenlöcher sind zu klein. An 80-foot, 24-meter Apatosaurus had nostrils the same size as a horse. Und ein 24 Meter langer Apatosaurus hatte genauso große Nasenlöcher wie ein Pferd. How could they breathe? Wie konnten die atmen? Today, they couldn't breathe. Heutzutage könnten sie nicht atmen. But if you had double the air pressure, they could breathe just fine. Aber wenn du den Luftdruck verdoppeln würdest, dann könnten sie ohne Probleme atmen. I believe before the flood came, they had greater air pressure. Und ich glaube, dass vor der Flut der Luftdruck doppelt so hoch war wie heute. Plus, they had richer oxygen. Und sie hatten mehr Sauerstoff in der Luft. Dinosaur bones are found all over the world. Dinosaurierknochen werden überall in der Welt gefunden. They certainly lived. Sie haben wirklich gelebt. The question is, when did they live? Die Frage ist, wann haben sie gelebt? Textbooks say they lived millions of years ago. Die Schulbücher sagen, sie haben vor Millionen von Jahren gelebt. I believe they lived with Adam and Eve before the flood. Und ich glaube, sie haben zusammen mit Adam und Eva vor der Flut gelebt. Sometimes insects are found in amber, which is petrified tree sap. Manchmal werden Insekten in Bernstein gefangen und Bernstein ist versteinertes Harz. Occasionally, they have air bubbles in there. Und manchmal finden wir Luftblasen im Bernstein.
These air bubbles have 50% more oxygen than we do today. Und in diesen Luftblasen finden wir 50% mehr Sauerstoff wie in der heutigen Luft. Today, the oxygen is 21%. Heute haben wir 21% Sauerstoffgehalt These air bubbles have 32%. und diese Luftblasen haben 32%. If you lived in a world with double the air pressure and more oxygen, Wenn du in einer Welt leben würdest mit doppeltem Luftdruck und mehr Sauerstoff, just breathing would be exciting. nur atmen wäre schon ein aufregendes Erlebnis. It would be very different. Es wäre ganz anders. You would heal up much faster. Du würdest viel schneller gesund werden. Your bloodstream carries oxygen now. Dein Blut transportiert jetzt gerade Sauerstoff. Today, only on the, is this hemoglobin? No, it's oxygen. Oxygen? Let's see. Hemoglobin, red blood cells. Ja, Hämoglobin, der rote Blutfarbstoff. Under double air pressure, your plasma will also carry oxygen. Okay, now what do I want to say? Okay, jetzt transportieren nur die roten Blutkörperchen den Sauerstoff. Aber mit doppeltem Sauerstoffgehalt würde auch das Blutplasma den Sauerstoff transportieren. That means you could run for hundreds of kilometers without getting tired. Und das bedeutet, du kannst hunderte von Kilometern rennen, ohne müde zu werden. Adam and Eve did not need a car. Adam und Eva brauchten kein Auto. They could run to grandma's house, Sie konnten zu Großmutters Haus rennen, but they did not have a grandma. aber sie hatten keine Großmutter. Also did not have mother-in-law. Und sie hatten auch keine Schwiegermutter. That's why it was paradise. Deswegen war das Paradies. In America, a baby girl fell into a well 15 years ago. Vor 15 Jahren fiel in Amerika ein kleines Baby in ein Rohr, in einen Brunnen. Her left leg went down the pipe. Und ihr linkes Bein ging dieses Rohr hinunter. Her right leg came up behind her. Aber das rechte Bein wurde umgeknickt und zeigte nach oben. She slid down 20 feet, 6 meters. Sie rutschte 6 Meter nach unten. The pipe was only 20 centimeter diameter. Und das Rohr hatte nur einen Durchmesser von 20 Zentimetern. She was inside for 2.5 days. Und sie war 2,5 Tage eingeschlossen in diesem Rohr. They destroyed the whole neighborhood trying to get that girl out of the well. Sie haben die komplette Nachbarschaft platt gemacht, um das Mädchen zu retten. When they finally got her out, lots of her body had turned black from lack of circulation. Und sie haben sie dann schlussendlich rausbekommen, aber sehr viele Körperteile waren schwarz wegen der unterbrochenen Blutzirkulation. Her right leg was totally black. Ihr rechtes Bein war vollständig schwarz. One doctor said, "We need to cut her leg off immediately." Und ein Arzt sagte, wir müssen ihr Bein sofort amputieren. Another doctor said, "Before we cut things off, Ein anderer Arzt sagte, bevor wir etwas abschneiden, let's try putting her in a hyperbaric oxygen chamber." dann lasst uns das Mädchen in eine Hochdrucksauerstoffkammer legen. They put her in a chamber like this and filled it full of pure oxygen under double atmospheric pressure. Sie legten das Mädchen in eine solche Kammer und legten doppelten Luftdruck an mit reinem Sauerstoff. Within a few hours, her leg turned pink. Und in ein paar Stunden wurde ihr Bein wieder rosa. They restored circulation. Sie haben die Blutzirkulation wieder in Gang gebracht. In the end, she had half of her small toe cut off. Und es musste nur am Zeh etwas amputiert werden. She is fine today. Und es geht ihr heute sehr gut. In Pensacola, Florida, they have the largest chamber in America. Und in Pensacola, Florida, haben sie die größte Sauerstoffdruckkammer in Amerika. In Germany, they treat stroke patients with hyperbaric oxygen. Und in Westdeutschland werden Patienten mit Schlaganfall in solchen Kammern behandelt. In England, they treat multiple sclerosis with hyperbaric oxygen. Und in England wird mit Sauerstoffüberdruck werden auch MS-Patienten behandelt. In India, they treat leprosy with hyperbaric Und chambers. in Indien wird Lepra so behandelt. They are using hyperbaric oxygen for treating many, many diseases. Und sie benutzen diese Überdruckkammern, um viele Krankheiten zu heilen. This boy is being treated for cerebral palsy. Okay, dieser Junge wird wegen, ich glaube, das ist Epilepsie behandelt. If doctors give more oxygen during surgery, only half as many patients get infections, only half as many get nauseated. Wenn also die Wahrscheinlichkeit der Übelkeit bei Patienten nach einer Operation wurde durch den extra Sauerstoff halbiert und auch die Anfälligkeit gegenüber Infektionen.
A chamber in New York is treating autism. Und mit einer Sauerstoffkammer wird in New York Autismus behandelt. This is a small chamber for one person. Das ist eine Kammer für eine Person. Many professional sports teams have a hyperbaric chamber. Und viele professionelle Sportmannschaften haben ihre eigene Überdruckkammer. Why would they want one? Warum wollen die so eine? Their injured players will heal twice as fast. Weil ihre verletzten Spieler haben dort eine zweimal kürzere Heilungszeit. This is a small hyperbaric sleeping bag. Und das ist ein kleiner Überdruck-Schlafsack. My son and his wife went with me to Alaska. Mein Sohn und seine Frau gingen mit mir nach Alaska. They had an oxygen bar where you could pay $5 and breathe oxygen while you eat lunch. Und da gibt es eine Bar, und da kannst du für $5 während dem Essen Sauerstoff inhalieren. After 15 minutes, you feel excited, ready to go shopping some more. So, und nach 15 Minuten bist du so aufgeregt und hast richtig Lust zum Einkaufen. A friend of mine in Oregon owns this chamber. Und ein Freund von mir aus Oregon besitzt diese Kammer. He said, "Would you like to try it?" Möchtest du das probieren, fragte er mich. I said, "Of course." Und ich sagte, natürlich. He pumped the pressure up to 3 times normal pressure. Und er erhöhte den Luftdruck auf das Dreifache des normalen Maßes. I was breathing pure oxygen under triple pressure for about an hour. Und ich habe eine Stunde lang reinen Sauerstoff unter dreifachem Druck geatmet. When I got out of the chamber, Und als ich rauskam, I felt like running around the world. da habe ich mich gefühlt, als ob ich über die Welt rennen könnte. It was amazing. Das war wirklich aufregend, erstaunlich. A Japanese scientist started raising tomato plants with pressurized carbon dioxide. Und ein japanischer Botaniker hat Tomaten gezüchtet unter doppeltem Kohlendioxiddruck. He also filtered out the sunlight to give no UV light. Und er hat auch das UV-Licht herausgefiltert. After 2 years, his tomato plant was almost 5 meters tall and produced 900 tomatoes. Nach 2 Jahren war diese Tomate fast 5 Meter hoch und produzierte 907 Tomaten. They moved the plant to Expo 1985. Und sie haben 1995 diese Pflanze auf die Expo, 1985, auf die Expo, also die Weltausstellung, umgezogen. They said it might grow 10,000 tomatoes off one plant. Und man kann also um die 10.000 Tomaten von einer Pflanze bekommen. The plant grew 40 feet tall, 13 meters, Die Pflanze wuchs 13 Meter hoch and produced 15,000 tomatoes. und produzierte 15.000 Tomaten. It was amazing. Das ist wirklich erstaunlich. A farmer in Iowa wanted to know, why do the birds start chirping before the sun comes up? Ein Farmer in Iowa wollte wissen, warum fangen die Vögel morgens an zu singen. He discovered the chirping of the birds opens up the holes in the bottom of the leaf of the plant, the stomata. Ja. Und er stellte fest, dass durch den Vogelgesang öffneten sich die Öffnungen, die Blattspalte der Pflanzen. So he began playing music to his cornfield. So, er fing an, seine Maisfelder mit Musik zu berieseln. His neighbors thought he was, a Der little crazy. Nachbar dachte, Mensch, der hat ja wohl eine Meise. Till his corn grew almost 5 meters tall. Aber sein Mais wächst 5 Meter hoch. He played it to his squash plant, and they produced 5 squash per leaf instead of 1. Und er hat auch seine Kürbisse mit Musik berieselt und die produzierten dann pro Blatt 5 Kürbisse anstatt einem. His black walnut trees grew twice as fast as normal. Und seine schwarzen Walnussbäume wuchsen doppelt so schnell wie früher. Let's see. I had a debate with the president of an atheist organization. Ich hatte eine Diskussion mit dem Präsident einer atheistischen Organisation. She said there are 80 separate layers of coal in the Midwest. Und diese Frau sagt, es gibt 80 verschiedene Schichten. I think I have it in German. One moment. Here we go. Es gibt 80 verschiedene Kohleschichten im mittelwestlichen Teil der USA. She's right. Und hier hat sie recht. She said if you look at the amount of coal in the world today, Und wenn Sie die Menge von Kohle in der Welt betrachten, there is so much coal, it would take a long time to put all this coal down. und das würde sehr lange brauchen, damit diese ganze Pflanzenmasse in Kohle umgewandelt werden würde.